Ob ich da im Weg bin, keine Ahnung. So. Dann spulen wir einfach mal ein bisschen vor und dann schauen wir uns die Direct von gestern einfach mal an. Hier fängt sie irgendwo an. So. Marcel, du bist aber da, oder? Weil du nicht geschrieben hast. Peggy 18. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ich erwarte wieder gar nichts. Ich habe auch nichts erwartet, als ich mir das angeschaut habe. Aber dann kann man nämlich auch nicht enttäuscht werden, ne? Und wie gesagt, ich habe die schon einmal gesehen vorhin, die Direct. Aber wir können uns ja trotzdem nochmal zusammen anschauen, ist ja nicht schlimm. Musik müsste passen, ne? Ein Ticken lauter vielleicht noch, so. Fire Emblem. Aber es ist auch keine Hauptreihe, das ist auch nur so ein Warriors, ne? Wie ein Ticket noch. Jetzt immer noch? Oder ist jetzt gut so? Das ist nur so ein Nebenteil, wie von Zelda, Hyrule Warriors, ne? Hier noch ein Tick. Sollte so jetzt gut sein. Ja, ist leider jetzt gut, okay. Fire Emblem ist halt so gar nicht meins, ne? Habe noch nie eins von gespielt und reizt mich auch irgendwie nicht. Und vor allem auch diese Warrior-Teile, auch von Zelda, Hyrule Warriors. Das ist halt so gar nichts für mich, so Hack-and-Slash-Spiele. Irgendwie ist das, weiß ich nicht. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Juni, ah ja. 皆さん、こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Jetzt kommen bestimmt erstmal wieder so ein paar Trash-Spiele. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot. Advance Wars. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant. Gibt es überhaupt irgendjemanden, der sich auf dieses Spiel oder auf sowas freut? Bringing even more charm to these characters. Kann mir nicht vorstellen, dass sich das gut verkauft, oder? Another full campaign Hype, ja. in Advance Wars 2. Aber richtig hyped. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with Juckt nicht so gar nicht. Go for high scores in the war room. Create and share custom maps in the design room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Online-Mehrspieler. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. In No Man's Sky. Oh, No Man's Sky kommt auf die Switch. Lull. Aber ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Wie überhaupt? Here, you'll discover extraordinary lands,
and creatures that have never been seen before. Aber das sieht, also für Switch sieht das gar nicht so schlecht aus, wenn das noch in stabilen 60 bzw. 30 FPS läuft. Warum nicht? Ist halt ein geiles Spiel, No Man's Sky, ne? Trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Trader, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Wenn das jetzt nicht gerade 70 € kostet oder das ab und zu mal im Angebot ist, könnte ich mir sogar vorstellen, mir das zu holen auf der Switch. Obwohl ich es halt schon auf dem Computer habe, ne? Oh Marcel, guck dir das an. Oh Marcel, guck dir das an. Oh Marcel, guck dir das an. Oh mein Gott, ein Mario Football. Das hat den Hype aber wirklich verdient. Wie lange gab es kein Mario Football mehr? 15 Jahre oder so? Das letzte war das Striker Charge Football, oder wie es hieß, auf der Wii. Danach kam kein einziges Mario Football mehr. Mario Strikers Battle League Football. Und guck mal, wie schön das aussieht. Also das ist sowas von gekauft, ne? Das ist sowas von gekauft. As well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule richtig geil. Hätte ich never mit gerechnet, ne? Never. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, machen die da so ein halbes RPG raus. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Aktuelle Wishlist. Das ist einfach nur Fußball mit Mario. Ja, also es ist cool. Und es ist sehr, aber es ist sogar sehr an, ich finde, an der GameCube-Version orientiert. Also wie es so aussieht und auch mit dem Superschuss vorhin. Man kann natürlich online spielen, klar. Findest du nicht? Ist halt Geschmackssache, ne? Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play. Das ist echt cool. Man kann ja Clubs gründen und online halt mit Leuten einen Club gründen und dann so im Team spielen und Punkte sammeln oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie mega cool. Tackles and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football. Launches on Nintendo Switch. Ich wollte schon die nächste Kreditkarte. Ja. 10. Juni. Man kann jetzt schon vorbestellen. Am 10.6. kommt das. Das ist sowas von gekauft. Sowas von. Mega cool. Adventure und Rollenspiele, ja, sind ja auch cool, aber immer so ab und zu mal. Das ist vielleicht schon 3. Ab und zu mal, ne, machen so Partyspiele halt auch Bock, ne? Salmon Run. Also ein Salmon Run wird es auch wieder geben bei Splatoon 3, wie schon in Splatoon 2. Ja, mit den altbekannten Bossen, die Bomben werfen. Das ist sowas wie LoL und Fortnite. Wir sind halt welche, wir spielen alles Mögliche außer LoL und Fortnite und außer Aufbau, Strategiespiele und sowas, ne? Ist das wie Zombie-Modus? Nee, das ist wie... wie soll man das beschreiben? Man muss Eier sammeln, eine bestimmte Anzahl von Eiern in einer Zeit. Es kommen verschiedene Wellen von kleinen, so von Ads, so von kleinen Gegnern und halt große Bosse. Wenn man die großen Bosse besiegt,
die lassen dann diese Eier fallen, die man sammeln muss und in eine Box sammeln muss. Und wenn man die bestimmte Anzahl erreicht hat, dann kommt man eine Runde weiter. Und wenn alle 4 Mitstreiter tot sind, hat man verloren. Man spielt das online mit 3 anderen zusammen, also zu 4. Eigentlich ein ganz cooler Modus. Der hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, kämpft man mit den anderen Spielern nicht gegeneinander, sondern miteinander, gegen NPC. Wie so ein Raid oder Dungeons kann man halt sagen, so ungefähr halt. Aber die Bosse, die sind ja alle schon bekannt aus Splatoon 2. Ich weiß nicht. Der eine Salmonid Tower da, oder dieses, was da war. Salmon Run Next Wave, ja, was da war. War das ein neuer Boss vielleicht? Ich weiß es nicht. Das war schon alles? Das hat halt auch ein bisschen enttäuscht, ne? So ein bisschen was zur Story hätte ich auch mal gerne gesehen, nicht nur zu Salmon Run. Und auch immer noch kein Release-Datum, die sagen nur im Sommer. Naja, gut. Vanzers at the ready. Soll endlich Breath of the Wild 2 rauskommen. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr noch was wird mit Breath of the Wild 2. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. Ich glaube nicht. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Bitte mit einer kleineren Welt. Die Welt wird mit Sicherheit nicht kleiner sein. Mit Sicherheit, ganz im Gegenteil. Wenn dann sogar größer. Oder halt die gleiche Welt, wer weiß. Also, kleiner wird die bestimmt nicht. Sollen die aber auch mit Inhalt füllen? Ja. Die war schon oft ein bisschen sehr trostlos, die Welt, das stimmt. Disney und Pixar Rennspiel. Eigentlich auch keine schlechte Idee. So mit Herkules oder Mulan mit Captain Jack Sparrow kannst du als Fahrer nehmen. Aber da kommt halt wieder drauf an, was Mulan, Mickey Mouse. Aber da kommt halt auch wieder auf den Preis auch drauf an. aber eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Irgendwie lustig. Oder mit Mufasa. Ich wäre gerne mit Mufasa gefahren. Oder Simba oder so. Da kommt halt ganz auf den Preis drauf an. Schon jetzt gefällt dir die K-Physik nicht. Ja. Der völlig aus. Geht nur Sommer. Da kommt es ganz auf den Preis drauf an, ob ich das ausprobiere, das Spiel oder nicht. Ach, Star Wars. Aber guckt ihr euch mal jetzt da schon wieder die Grafik mal an. Vergleicht das mal mit No Man's Sky vorhin. Das ist eine PlayStation 2 Grafik. Das war ja auch so geplant, das war ja auch eine Welt, die wieder auferstehen musste durch die Zerstörung von Ganon. Ja, das wird vermutlich die gleiche Welt sein, aber sogar noch mit dieser, es wird wahrscheinlich noch erweitert durch diese über den Wolken Welt, was man schon in ein paar Trailern so ein bisschen gesehen hat, wo man sich, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oh Marcel, guck mal! Assassin's Creed Ezio Collection. Nice.
Explore Renaissance Italy and 16th Ja, century Skyward Sword. Constantinople. Genau, das könnte ich mir nämlich auch ganz gut vorstellen, dass das Gebiet aus Skyward Sword dann noch ein bisschen dazukommt oder irgendwie sowas. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Plus, take advantage of enhanced features. Dann würde es nämlich auch Sinn machen, diese Fähigkeit zu haben, wo sich Link durch den Boden so durchflutschen kann, ne? Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents. Bestimmt kein Zufall, dass die ausgerechnet Skyward Sword Remake rausgebracht haben. Ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen, ja. Dass das damit so ein bisschen was zu tun hat. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online. Genauso wie es offensichtlich kein Zufall war, dass die Sinnoh-Gen Remaken kurz bevor Arceus rauskam. Ja. Ja. Absolut richtig. In the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based. Könnte auch mal früher Zelda-Spiele als Remake rausbringen, wie Twilight Princess sowas. Ich bin da ganz ehrlich, ich hätte da auch nichts gegen. Ich finde das auch gut. Und die würden dadurch auch auf jeden Fall mal Geld bekommen. Wenn die sowas, weiß ich nicht. Aber halt auch mal so noch ältere Zeldas würde ich mal gerne. Oh mein Gott, Kirby, da freue ich mich auch schon drauf. Oh mein Gott, sowas wie Oracle of Seasons oder sowas von ganz damals. Das würde ich auch mal gerne zocken. So ganz alte würde ich halt auch gerne mal spielen. Och, ist das cute. Boah, das werde ich mir auch auf jeden Fall kaufen und spielen. Da freue ich mich sogar irgendwie schon drauf. Das sieht super cool aus irgendwie, das Spiel. Na moin. Passt auf eure Autos auf. Guckt euch doch mal an, wie das aussieht. Das sieht, weiß ich nicht, also mir gefällt das super gut. 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Das sieht super entspannt aus, das Spiel. Ja moin, jetzt kann sogar Kirby Gegenstände einsaugen. Wir haben die ein bisschen von Super Mario Odyssey abgeguckt, ne? Oder was heißt abgeguckt, aber dich halt inspirieren lassen. Das ist cool. Gefällt mir. Das gefällt mir aber gut. Glühbirnenstopfer. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. Wie der Dreck weg, Mund voll Wasser. Aus Kirby wird der Dreck weg. Kirby findest du auch cool? Ja, ist auch. Und jetzt so ein 3D-Kirby, das Spiel wird, glaube ich, super cool. At Waddle Dee's Weapon Shop, familiar copy abilities can be evolved. Ich glaube, das wird super gut, das Spiel. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Das steht auch schon bei mir auf der Einkaufsliste. Some copy abilities may have stronger evolved forms. Und wie gut ist denn der Trailer, bitte? Who are the Beast Pack?
What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on 25. Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Dann hole ich mir direkt mal einen Coupon wieder und hole mir direkt für den Coupon Kirby und Mario Striker Football. Und dann muss ich mir aber nochmal einen Coupon holen, weil da noch andere Spiele, Splatoon 3 auf jeden Fall. Und der andere Coupon dann für irgendein anderes Spiel. Nintendo Direct をご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平 Ah で du す。 Scheiße. ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB ザショー22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But So ein that's Scheiß not dann all. wieder. You can even play Exhibition with a single Oh Mann, ey. Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform. Und wie where kacke das auch MLB schon The wieder Show aussieht. 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB manche Spiele denke ich mir, was ist Kirby eigentlich? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, was Kirby für ein Geschöpf ist. Weil bei so manchen Spielen denke ich mir so, oh, das ist Switch, Mann, das sieht ja gut aus. Und dann kommt wieder sowas. Shish. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Ah, Kingdom Hearts ist auch sowas. Eigentlich auch coole Spiele, ne? Das sind eigentlich auch coole Spiele, aber ich weiß nicht, ob ich sie mal spielen würde. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Klonoa. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover while firing green bullets to grab and throw enemies. Use each level surroundings to your advantage. Ach, sieht ganz süß aus, ne, aber... Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. Am 8. Juli. We're so glad you're Das here. ist halt auch nice, ne? Been here Portal. before? Either way, Kommt auf die you're Switch. in for a Also puzzling super treat. geile Spiele. The portal gun is your key to surviving imprisonment in a Oder mysterious ist das der erste lab. Teil oder der zweite? Create portals and warp to other areas to find cake? Das weiß ich nicht Still mehr. unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, Beide Teile kommen. Habe ich schon wieder vergessen. Alter, Portal sind halt so Hammer-Spiele, ne? Aber nur 2022, dieses Jahr sagen sie nur, okay. Ein Klassiker erwacht zu neuem Leben. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was war das nochmal? Ist schon nice, ja, Portal ist absolut Hammer. Ah, das ist dieses Tree-Angle, oder? Ist es das? Ne, ist es nicht. Ist es? Ne, ist es nicht. Ne, ist es nicht. Live Alive? Ne, Tree-Angle? Ne, das ist das nicht, aber... Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was.
The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Nee, also auch so gar nicht meins, ne? いかがでしたか？続いてはこちらです。 Das was jetzt, boah, das ist auch so Trash, ne? Das ist auch so Trash. Nintendo Switch Sports が登場します。こちらをご覧ください。 Oh, Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. das ist auch so unnötig. Aber die scheinen aber genug Geld damit zu machen. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller. Auf der Wii war das ja noch ganz cool, weil das da halt neu war, ja. Bowling. Das war das erste Mal so eine Spielekonsole mit Bewegungssteuerung so zu haben, so wirklich, ja. Das war ja bei der Wii was komplett Neues. Knock your opponent off the platform Ja, while aber attacking and defending. deswegen hat man es halt damals Plus, gespielt, 3 aber additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving tricks. ei. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory Beinwurz? included with the physical version of the game, you can play shootout okay, das ist ja modes with okay, das ist eigentlich wieder ganz cool. Aber boah, nee, das Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. ja, dass man da selbst schießen kann und so, ist halt was Neues. Das gab's halt auch noch nicht, Use the ne? Joy-Con controller to serve, bump, Nach einem Game ist der ganze Fuß blau, weil man irgendwo, ja, muss natürlich darauf achten, dass nichts im Weg steht, ne? Dass The game supports local play with family and friends nirgendwo on one vortrittst Nintendo Switch natürlich. console, as well as online play Das across ist ja all sports. Quatsch. Irgendwo vortreten. Play against friends online. Aber es gibt so ein Battle Royale. Opt Ein Battle for random Royale matchmaking. Modus The more beim you win, Bowlen the tougher online. the players you'll face. Okay, dass man das jetzt aber schon wieder online spielen kann gegen andere, das ist aber wirklich cool. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、 高橋さん、 Boah, das hat mich vorhin auch so genervt, ne? 任天堂の Muss das jetzt wirklich sein, was jetzt 皆 kommt? さん気合入ってますね。それでは小泉さんと Das バレ ist ーボールを einfach- オンラインでプレイしてみます Reicht es nicht? Müssen die das jetzt noch so ausführlich beschreiben, wie man mit den Joy-Cons Volleyball バッ spielt? チリです。 Anstatt uns mehr Spiele, Mario Kart 9 oder irgendwas zu わかりやすくご zeigen? 覧いただくために実況を別途つけてお送りします。 Das ist so unnötig. Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today? Und wenig Bewegung gehabt. Guck mal bitte jetzt gleich auf den linken, wie der spielt. Koizumi to serve, with Takahashi up front. Guck dir das mal bitte an. Der steht da wie so ein Sack. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Das ist doch kein. Also Begeisterung versprüht er jetzt, so wie er das spielt, nicht für das Spiel, das zu kaufen oder so. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. Also so wirklich schmackhaft macht er das Spiel dadurch jetzt nicht, ne? Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. Takashi set it up. Gegner, Gegenangriff. Shot attack. Oh Gott. Oh, Takashi. Oh. Takashi scores. They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで。 Ja, mal wieder. Ja, bitte. Tschüss. さて、ご紹介してまいりました。 Eine Einführung in Nintendo Switch Sports. Das hat uns auch, oder das brauchten wir auch unbedingt. 29日です。 Oh. そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。
Wird noch ein kostenloses Update mit Golf kommen, damit es wenigstens ein gutes Golfspiel auf der Switch gibt. ここで皆さんにお願いがあります。 Mario kann man ja knicken. 快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実 Ein 施し、 Online-Playtest. 様々な技術検証を Da 行 wollen い wir たいと考 verschiedene えています。 technische Aspekte optimieren. ご協力をお Aber 願いい bitten た wir し um ま Ihre す。 Mithilfe. 任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。 Ja gut. ご協力いただける方は Da machen die schon einen Online-Test oder sowas und machen das dann wenigstens nicht free for all, weißt du? Sogar diesen Test vom 19. bis zum 20. Februar, diesen Online-Test, den die machen, auch nur für 任 Mitglieder. 天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。 Um das dann richtig mal testen zu können und auch mal neue Kunden zu gewinnen oder so, könnte man das doch mal free for all machen, oder? Das wäre doch eigentlich Win-Win. Das wird doch in so ineinander gehen. Dann würden die Werbung machen, neue Kunden gewinnen, wenn die dann merken, oh, ist ja schon irgendwie geil, online zu spielen und gleichzeitig mehrere Spieler zusammen in dem Test halt verwickeln können. Aber nein, nur für Mitglieder der Online-Mitgliedschaft. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda Auch is so included. ein That's Quatsch. 76 songs total. Ach nee. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchen Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Ja, es ist auch gefühlt das 5000. Trash-Rhythmusspiel, was es gibt, ne? When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 Bezahltes Abonnement im songs will Spiel be mit mehr als available at 500 launch. Musikstücken bei Erscheinen. Ja! Na klar. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy. Ah, is Triangle almost here. Strategy, da ist es. The protagonist Sarah Noah Wenn and his allies die nicht will be dieses involved in Kampfsystem hätten, ne, dann hätte ich mir vielleicht auch mal überlegt, das Spiel zu kaufen. Aber das Kampfsystem gefällt mir so überhaupt gar nicht. Lord of House Wolford, I solemnly swear Also an so oath by null. which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Eine Demo kann man aber spielen. Okay, die Demo werde ich mir vielleicht mal reinziehen. Once purchased. Demo ist nice. More Cuphead action awaits in the paid DLC Ein Cuphead, Cuphead the delicious DLC. last course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is Da, coming Marcel, da to kommt's jetzt, was ich vorhin schon erzählt habe. Guck dir das mal an. Ein Treffer erreicht. Ach so. Kommt auch so selten vor, dass man mal getroffen wird bei Metroid. Also vor allem auch der Boss, ja? Es ist zu krank. Gerade noch eben Metroid Red selbst 100% abgeschlossen und wenn ich dann sowas sehe, denke ich mir, Alter, ihr habt doch... A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Es ist einfach zu krank. Something's bound for Nintendo Switch. Earthbound. Für den SNES und NES Emulator. Oh, ganz viele Kognitos. Cool. Ein Lapras gibt's auch. Es ist eigentlich fast Pokémon. Da war Slimer. Es ist eigentlich fast Pokémon. Nur ohne Pokémon. Aber ansonsten ist es wie Pokémon.
explore the beginnings. Muss man vermutlich mit aufgewachsen und früher schon gespielt haben als Kind oder so, um das jetzt vielleicht nochmal gut zu finden. Ja. Es ist halt kostenlos bei den Nintendo Switch Online Mitgliedschaft dabei. Okay, kann man mal testen, warum nicht? Zombie Army. Demon Slayer. Ein Spiel zu Demon Slayer. Aha. Aber war mehr so ein 2D Jump'n'Run, oder? Hat man das gerade richtig gesehen? Vor allem Lego Brawls. So ein Super Smash Bros. Brawl, nur halt in Lego. Demon Slayer ist geil. Was isst Demon Slayer denn so gerne? Frikadellen? Brötchen? Wurst? Ah, ja. Und jetzt Marcel, wir haben Neuigkeiten für Mario Kart 8 Fans. Und überarbeiten ausgewählten Strecken aus der ganzen Mario Kart Reihe. Es kommt noch ein Mario Kart 8 DLC, also eine Erweiterung. Kein neues Mario Kart, aber eine Erweiterung. Guck mal, welche Strecke das ist. Kokospromenade. Oh mein Gott. Aber immerhin kommt mal wieder was für Mario Kart. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. Ja. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Luigi's Piste, so wie das aussieht von der Re. Überarbeitete Rennstrecken. Bis Ende 2023 kommen 48 neue Strecken dazu in dem Pack. Das bedeutet aber auch, dass wir bis Ende 2023, das heißt auch wahrscheinlich mit der ganzen Switch-Ära, kein neues Mario Kart erwarten brauchen. Aber klar, wenn ihr mal in die Mondblickstraße war dabei, hast gesehen. Wenn man mal auf in die Charts guckt, Alter, Mario Kart 8 ist jetzt, glaube ich, mittlerweile über 40 Millionen Mal verkauft worden und verkauft sich immer noch wie Dreck. 25,99 €, also 24,99 €. Aber das ist halt echt. Das ist halt echt 200 IQ von denen, ne? Aber 25 für alle 6 Wellen. Ja, habe ich so verstanden. Aber das ist echt ein 200er IQ von denen, ne? Die den Nintendo Switch Plus Erweiterungspaket haben, bekommen das kostenlos. Wir müssen die 24,99 € nicht bezahlen für den Streckenpass. Das ist halt auch, weil die halt auch genau wollen, dass sich mehr Leute diese Plus-Mitgliedschaft holen, ne? Das ist nice. Ja, wir haben die Plus-Mitgliedschaft. Für uns ist das natürlich super cool, ne? Also wir werden alle 6 Wellen, das, was wir gesagt haben. Ja. Das haben wir ja von Anfang an gedacht. Da muss noch irgendwas kommen, damit sich der doppelte Preis rechtfertigt. Das war klar, dass da wird auch noch mehr kommen.
Ja, weil das, was sie jetzt bis jetzt in der Plus-Erweiterungsmitgliedschaft anbieten, rechtfertigt keine 100%igen Preisanstieg. Ne? Das war klar, dass da irgendwas kommen muss. Und tut es ja auch ganz anscheinend, ne? Sword march. The land pierced by a great sword. Also für uns wird es dann die 48 Strecken bei Mario Kart kostenlos, also kostenlos, ne, weil wir halt die Plus-Mitgliedschaft haben. Wird die bei uns dann bis Ende 2023 in den 6 Wellen immer dann automatisch aktualisiert und wir haben die Strecken dabei. Hast aber auch die Sega-Spiele. Ja. Du hast den N64 dabei und den Sega Mega Drive, aber alleine der N64 und der Sega Mega Drive, die rechtfertigen keine Verdopplung des Preises. Ja, du hast jetzt noch das Animal Crossing DLC-Paket, was auch 25 € kostet, hast du in der Plus-Mitgliedschaft mit drin, was cool ist. Und jetzt dann Mario Kart auch bald. Also so langsam füllt es sich, ne? Xenoblade Chronicles 3, das sieht auch mega nice aus. Also so langsam füllt es sich, was es an Inhalt gibt für die Plus-Mitgliedschaft. Ja. Xenoblade 1 と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。Xenoblade 3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の Nintendo Direct は Xenoblade Chronicles hatte ich auch schon immer mal auf dem Schirm. Wollte ich auch schon immer mal spielen. Müssen wir mal schauen, ey. Ja, ich habe so viele Spiele, die ich spielen will. Ja, und das war die Direct von gestern. Ich fand es eigentlich insgesamt gar nicht so schlecht. War okay. Vor allem Mario Striker Football, mega cool. Nochmal einen richtig geilen Kirby-Trailer gesehen und auch viel Gameplay dazu gesehen, was ich mega feiere. Ja, der Boost der Streckenpass jetzt für Mario Kart. Über Mario Kart 9 hätten wir uns alle natürlich mehr gefreut, keine Frage. Ein paar coole Sachen waren dabei. Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt, ja, war okay. Also jetzt nicht übertrieben krass nice, aber keine Enttäuschung. Ja, genau, aber immerhin keine Enttäuschung. Ja. Schade, dass man zu Breath of the Wild 2 nichts gesehen hat. Da hätte so ein ganz kleines bisschen, nur so ein Minütchen oder 2, wären auch ganz cool gewesen. Aber ja, also es war okay. Es war okay.